Hallo ihr Lieben, ich sitze gerade zusammen mit dem Klaus im Golf GTI und wir sind auf dem Weg nach Recklinghausen. In Recklinghausen ist DTE Systems. Das ist eine Firma, die sind so spezialisiert auf Chip-Tuning, Gaspedal-Tuning und ich fahre dahin, weil ich bin ein bisschen unzufrieden mit meinem Golf. Ich finde, das Gas wird so ein bisschen zu spät angenommen und ja, darauf sind die halt eben spezialisiert und das machen wir auch heute am Golf. Der bekommt eine kleine Leistungssteigerung und halt eben dieses Gaspedal-Tuning. Der Wagen wird vorher und nachher auch noch auf dem Prüfstand gemessen, um halt eben zu gucken, was bringt dieses Chip-Tuning, was bringt diese Leistungssteigerung. Und natürlich werde ich dann auf der Rückfahrt auch noch testen, ob tatsächlich das Gas ein bisschen schneller angenommen wird und ob das Gaspedal-Tuning etwas bringt. Ja, ich bin super gespannt und ja, auf geht's. Wir sind jetzt da und der Wagen wurde auch schon reingefahren auf den Prüfstand, weil wir machen ja jetzt eine Vorhermessung, um zu gucken, was das Chip-Tuning letztendlich bringt. Und ja, gucken wir mal rein. Hallöchen! Hallo! Na? Na? Herzlich willkommen bei DTE Systems. Dankeschön. Das ist die Sabrina. Hi. Die hat mich hier eingeladen und um halt eben mal hier das Ganze auszuprobieren. Genau. Ich bin echt gespannt, was da letztendlich bei rumkommt. Du wirst begeistert sein. Weil ich habe es ja noch nie probiert. Ich habe immer nur viel davon gehört und ich gucke mir auch gleich mal an, was das eigentlich ist, was da so eingebaut wird in die Autos. Er hat es ja schon erzählt, das ist total easy und der Einbau würde total schnell gehen. Und ja, das seht ihr auf jeden Fall gleich. Das erste Ergebnis ist jetzt da. Wir haben jetzt einmal die Leistung vor den Einbau des Chips gemessen. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Wir haben Serie 280 PS und 356 Newtonmeter. Also wir haben jetzt hier 15 PS mehr. Trotz dessen, dass wir jetzt nicht das ganz gute Benzin drin haben, bin ich ja schon mal ganz froh. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Leistungsmessung nach dem Einbau des Chips ergibt. So, einmal für dich dein Power Control, ja, was in deinem Auto eingebaut wird. Okay, das ist ja echt winzig. Das ist jetzt das ganze Teil, was jetzt dafür sorgt. Genau, fehlt nur der Kabelbaum, ne? Den haben wir da schon. Okay, ja. Also das ist jetzt quasi der Chip, das Chip-Tuning. Genau. Oder wie sagt ihr dazu? Power Control. Power Control. Genau. Bin ich mal gespannt, wie viel PS jetzt nach dem Einbau dabei rumkommt. Wir gucken es uns jetzt mal an. In die Motordeckung runter haben wir einmal den Saugrohrdrucksensor. Hier sieht man schön, wie das Kabeladapter zwischen dem Saugrohrdrucksensor angeschlossen ist. Und zwar, so sieht das Ganze original aus. Und wenn unser Adapterkabel dazwischen kommt, wird er einfach abgezogen. Adapterkabel dazwischen und fertig. Wir schließen einmal an den vierpoligen Saugrohrdrucksensor an und unten an den vierpoligen Ladedrucksensor, der ähnlich aussieht, und an den dreipoligen Nockenwellensensor, der sitzt hier hin. Also das heißt, wenn man so ein bisschen technisch begabt ist, könnte man das auch selber? Ja, definitiv. Wir ändern die Werte vom Saugrohrdruck- und Ladedrucksensor. Das sind Spannungswerte, die wir abändern. Und vom Nockenwellensensor, da holen wir uns das Drehzahlsignal und können dann in gewissen Drehzahlbereichen halt das Ganze anpassen. Das Modul selbst sitzt hier. Hier gibt es auch eine App, die heißt Power Control. Die habe ich mir jetzt schon mal auf Klaus' Handy runtergeladen. Und da sieht man unter anderem Saugrohrdruck, Turboladedruck. Wir haben auch hier nochmal die G-Kräfte, die allerdings jetzt hier aufs Handy wirken. Und die Einstellungen dazu, die sind jetzt total interessant. Da gehe ich einmal hier drauf. Und hier kann ich einmal diese Powerbox ein- und ausschalten. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, ist sie ausgeschaltet. Alles wieder normal, Serie und so weiter. Schalte ich sie ein, dann habe ich hier noch verschiedene Einstellungen zwischen Sport, Dynamic und effizientem Fahren. Ich kann mit dem Cursor reingehen und kann das direkt vergleichen. Und dann sehe ich jetzt genau bei 6680 Umdrehungen habe ich 275 PS Serie
weil das hier so ein bisschen wieder runterfällt. Ja. Die Peakleistung war hier die 280, aber hier fällt das, also direkt bei dieser Drehzahl habe ich einen Unterschied von 45 PS. Also der Chip hat jetzt 45 PS mehr gebracht. Ja. Das ist schon ein enormer Unterschied, ja. Und im Drehmoment haben wir einen Unterschied, naja, von, sagen wir mal 350 auf 450 Newtonmeter und das hält er auch eine lange Zeit. Also das ist schon ein ordentlicher Drehzahlbereich, wo man die 5, das ist ja das, was man spürt, die 50 Newtonmeter Drehmoment. Das macht den Unterschied aus. Ich bin ja echt gespannt, ob ich das gleich auf der Rückfahrt auf der Autobahn auch merken werde. Weil ich meine, das ist ja schon, ich hätte jetzt gedacht, da kommen vielleicht so 20 PS mehr oder so, aber kann sich schon sehen lassen. Jetzt kommen wir ja noch zum Gaspedal-Tuning. So, als nächstes kommt die Pedalbox und deswegen bin ich ja hauptsächlich hier, weil ich habe mich ja so ein bisschen geärgert, dass mein Gaspedal irgendwie nicht so recht das Gas so annimmt, wie ich es gerne hätte. Ich packe das mal ganz kurz aus, um mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. So, ist hier eine Fernbedienung und da kannst du mir jetzt, denke ich, auch noch ein bisschen was zu erklären. Was genau ist das? Was genau macht das? Wie funktioniert das? Wir bauen jetzt das Gaspedal ein. Es werden die Originalkennlinien werden abgeändert im Gaspedal und das ändert halt die Gasannahme. Das wird halt agiler dadurch. Ne? Dann würde ich sagen, bauen wir die mal ein. Oder du besser. Ich lasse da auch die Finger von. Das ist jetzt quasi die Pedalbox. Das ist wirklich ein kleines handliches Teil, was ich mir gleich auch hier einfach irgendwo hinkleben kann. Interessant vielleicht ist auch noch, dass man hierzu kein Teilegutachten braucht. Anders als wiederum zu dieser Powerbox, da gibt es zu ganz, ganz vielen Fahrzeugen schon Teilegutachten. Ich würde mich aber da vorher an eurer Stelle noch informieren, ob es dann das auch für euer Fahrzeug gibt. So, jetzt kommen wir auch hier zur Einstellung. Ich mache mal die Zündung an. Dann sieht man auch, dass es hier leuchtet. Das ist einmal jetzt der weiße Kreis, das ist einmal Serie. Ich kann hier switchen, das ist dann hier City, das City-Programm. Gelb ist Sport und Rot ist Sport Plus. Zwischen diesen 3 Einstellungen City, Sport und Sport Plus kann ich auch jeweils nochmal einstellen zu, ja, hier einmal Sport Plus ganz hart, also 3 Stufen nach oben. Oder ich kann es abschwächen, also einmal ins Minus gehen, 3 Stufen. Und das geht auch sowohl im Sport als auch im City-Modus. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Testfahrt, nur um mal zu gucken, wie das Gaspedal schon mal annimmt. Und auf der Autobahn gleich machen wir natürlich auch mal eine Testfahrt, was diese Powerbox unter der Haube bringt. Ich habe jetzt die Einstellung der Pedalbox noch auf Serie. Ich fahre jetzt mal ganz normal an, Serie, also das wird mich ja jetzt nicht überraschen. Ich kenne das ja schon. Also man merkt, wenn ich Gas gebe, da ist noch so eine Sekunde Verzögerung. Ich gebe jetzt noch mal kurz ein bisschen schneller Gas. Halte dich fest, Klaus. Mhm. Also man merkt, ich habe gerade durchgetreten, bis da überhaupt was kam. Es ist mir einfach zu langsam. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt auch noch mal mit eingestellter Pedalbox. Hier nochmal die Fernbedienung. Wir machen das Ganze jetzt mal direkt auf volle Kanne, Sport Plus plus 3. Also die stärkste Einstellung, die hier geht, und probieren das Ganze jetzt mal aus. Ich bin aufgeregt. Wow, 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 okay. Okay, wow. Hast du gemerkt? Ja, merkt man deutlich. Das ist schon, boah, das ist ja krass. Nochmal zurück, ich muss jetzt nochmal probieren. Habe ich jetzt so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Der ist echt schon deutlich, also auch als Beifahrer. Auch beim Zurückfahren jetzt so? Ja, dann mach es gar nicht nochmal zurück, dann volle Kanne. Okay, halt dich fest. Jupp. Also, ja, man merkt's. Man merkt's definitiv. Wir haben jetzt zu der Pedalbox ja auch nochmal zusätzlich die Leistungssteigerung. Und beides in Kombination ist natürlich mega. Ja, definitiv. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das auf der Autobahn gleich ist. Ja, ich auch. Da bin ich mal gespannt, was du sagst nach der Probefahrt. Ich auch. Wie es dir gefällt. Und sag mir mal Bescheid. Mach ich. Ich teste jetzt das Ganze nochmal auf der Autobahn, Super. auf dem Weg nach Hause. Und wie ich das Ganze finde, seht ihr dann spätestens in meinem Video. Das gucke ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die ganzen Module. Und für uns geht's jetzt nach Hause. Gute Fahrt.
Danke. So, fassen wir nochmal zusammen. Der Wagen hat eigentlich serienmäßig 265 PS. Laut Prüfstand hat der serienmäßig 280. Und mit diesem Chip-Tuning, also mit dieser Powerbox, hat der Wagen jetzt satte 320 PS. In Kombination Gaspedal-Tuning mit dem Chip-Tuning, das ist auch von mir zu empfehlen, weil das Gaspedal-Tuning macht auch noch mal eine Menge aus. Also ich merke das auch gerade so beim Anfahren, kommt da wirklich viel, viel mehr so Beschleunigung bei rum, weil das Gaspedal einfach viel, viel schneller anspricht. Und wir testen auch jetzt nochmal, wenn es der Verkehr denn mal endlich erlaubt, auch nochmal so die Beschleunigung. So, probieren wir das Ganze mal mit Beschleunigen jetzt. Boah, der geht ab wie Schmitzkatz. Ja, ich bin beeindruckt. Spritsparend soll das Ganze wohl auch noch sein. Inwiefern das so ist, kann ich euch leider nicht erklären. Weiß ich nicht genau. Wenn man jetzt die ganze Zeit 200 fährt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Wagen da sonderlich mehr Sprit spart. Aber das Ansprechverhalten ist echt mega. Also top. Probiert's aus, wenn ihr Bock drauf habt. Ich glaube, Klaus ist auch ganz schön beeindruckt. Ja. Ich kann die Kamera kaum halten. Der kann kaum was sagen, sein beeindruckt ist er. Es drückt so auf die Lunge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht entscheidet ihr euch ja auch dazu, mal sowas in eurem Auto auszuprobieren. Und wie gesagt, wenn ja, dann geht auch einfach mal auf die Seite von DTE Systems. Ich schreibe die auch noch mal unten in die Kommentare rein, die Homepage von denen. Und ja, danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt. Das könnt ihr dann irgendwo hier, da, ich weiß nicht, irgendwo blende ich dieses runde Button-Dingens ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und ich gebe jetzt noch ein bisschen Gas.